Hallo liebe Hausbauhelden! In dieser Haustour zeigen wir euch ein Massivhaus auf einem steilen Hanggrundstück und trotz schwieriger Topografie konnte hier Pool, Außensauna, viele Terrassen und fast 300 Quadratmeter Wohnfläche verwirklicht werden. Das Besondere an diesem Kundenhaus von MyMassiv ist aber auch ein Farbkonzept, das sich wirklich zeigen lassen kann und viele Tipps, wie man mit restriktiven Bauvorschriften schlau umgeht. Also kommt mit! Das Grundstück ist 780 Quadratmeter groß und hat 1 Meter Quergefälle und von vorne bis hinten zur Straße fast 6 Meter Höhenunterschied. Das ist also wirklich eine sehr herausfordernde Bauaufgabe. Das Haus hinter mir, wie ihr sehen könnt, hat 21,24 Meter, von der Tiefe 10,49 Meter und was ihr hier links seht, ist die Doppelgarage und der Garagenkeller. Sogar die Garage ist also hier unterkellert worden. Das eigentliche Haupthaus ist dann 14 Meter mal 10,49 Meter und oben auf dem Dach haben wir ein ganz flach geneigtes 17 Grad Satteldach. Die Bauherren wollten eigentlich gerne einen Kubus mit einem Flachdach. Das ließ sich hier nicht umsetzen. Es war nicht so, dass Flachdach in diesem Baugebiet nicht erlaubt war, sondern es war die Höhe, die maximal zulässige Höhe festgelegt. Und da die gerne innen eine besondere Höhenabwicklung haben wollten mit 3 Meter hohem Erdgeschoss, war es eben so, dass es eben oben dann mit der Traufhöhe nicht mehr ganz gepasst hat und man sich für das flachest mögliche Satteldach entschieden hat. Wir sehen schon, dass es hier auch noch mal so einen vorgesogenen Hausteil gibt, wo dann so ein bekiestes Flachdach drauf ist, was auch ein bisschen vorgezogen ist, was erstens eine überdachte Terrasse gibt im Erdgeschossniveau und vor allen Dingen von der Seite auch so ein bisschen diese Flachdachoptik. Dieses bekieste Flachdach hat noch einen weiteren Vorteil, den wir uns gleich anschauen werden, wenn wir im Obergeschoss sind. Ich sage nur so viel, es hat was mit der Entwässerung zu tun, die nämlich nicht ganz einfach war an der Stelle. Und hier unten haben wir jetzt schon die erste höher liegende Ebene mit der überdachten Terrasse vor dem Kellergeschoss. Ganz wichtig bei so einer komplexen Grundstückssituation, dass Hausbauer und Gartenbauer von Anfang an miteinander sprechen, denn alles, was bis hierhin, bis zu dieser Terrasse passiert ist, hat der Hausbauer, der Generalunternehmer gemacht und alles, was da außenrum passiert, wurde vom Gartenbauer erledigt, beziehungsweise von einem separaten Poolbauer. Und dass die gut miteinander sprechen, ist eben ganz, ganz wichtig bei so einem Projekt. Man hat natürlich viele Hangabsicherungsmaßnahmen, das Grundstück mit L-Steinen unten zur Straße abgestützt. Man konnte es so machen, dass man bei den Erdarbeiten das, was man oben weggegraben hat, hier auffüllen konnte, sodass man bei den Erdarbeiten ein bisschen sparen konnte. Und sehr schön sind dann auch, finde ich, hier diese Abstützungen, diese Pflanzbecken aus Cortenstahl, die überall zum Einsatz kamen. Und es gibt in diesem Garten nicht nur genug Lichtauslässe und Außenwasserhähne am Haus selbst, sondern auch sogenannte Wassersteckdosen. Man hat hier so einen Ringanker verlegt mit so einem Rohr, wo dann an allen Stellen solche Anschlüsse für den Gartenschlauch hochkommen. Finde ich auch eine sehr nette Sache. Eine Sache, die tatsächlich vergessen wurde, war das Thema Leerrohre, und zwar für diesen Poolanschluss. Da hat man gedacht, man kommt mit 3 hin, Abwasser, Zuwasser, Strom, aber im Endeffekt hat man für diesen beheizten Pool 9 Leerrohre gebraucht. Also wenn ihr sowas plant es von Anfang an mit ein. Ein weiteres Leerrohr, das man vergessen hatte, war das für die Photovoltaikanlage. Auch ganz, ganz wichtig. Das war eine der Leistungen, die man nicht vom Haushersteller bezogen hat, ebenso wie das Smart Home System. Und genau da an den Punkten hat es auch geknackst. Dieses Leerrohr war vergessen worden und mittlerweile haben wir auf dem Dach hier 24 Kilowatt Peak
Leistung Photovoltaikanlage. Es gibt auch eine Speicherbatterie mit 20 Kilowattstunden Kapazität. Da würde der Bauherr sagen, das ist sehr viel, das würde er heute vielleicht ein bisschen weniger machen, was jetzt die Batterieleistung angeht. Aber in Zukunft kommen da auch noch die E-Autos, die hier in der Doppelgarage stehen, mit dran, die dann geladen werden sollen. Und das Ganze intelligent einzubinden, also auch die Wärmepumpe und die Heizung, ist noch ein Ziel für die Zukunft. Zum Smart Home System sage ich euch noch was, wenn wir drin sind und auch die Schalter sehen. Jetzt kommen wir hier schon an der Garage entlang nach vorne. Wir haben hier eine weiße Putzfassade auf einem monolithischen Porenbetonmauerwerk 36,5 und hier vorne ist eben die Einfahrt zu dieser Doppelgarage schon sehr schön zurückversetzt, dass man eben auch einen geschützten Bereich hat, wo man dann außen zum Eingang laufen kann. Es gibt aber auch innen eine Verbindung zwischen Garage und Haus durch eine Schleuse, die wir uns gleich angucken. Und ihr könnt jetzt schon sehen, auch hier war das mit dem Quergefälle nicht ganz einfach. Die Architektin hat gesagt, besser gerade in die Garage reinfahren und nicht mit Gefälle. Deshalb sitzt die Garage etwas höher und irgendwo hat man natürlich dann da die Stufen. Aber auch das hat man geschickt gelöst und das schauen wir uns jetzt gleich an. Hier seht ihr noch, gibt es Elemente, die so ein bisschen nach Holzoptik aussehen. Das ist WPC, ist ein absolut verwitterungsunempfindliches Material, das auch teilweise hinten im Garten noch zum Einsatz kommt. Die Fenster und die Blechnarbeiten sind in Anthrazit, RAL 7016, das sind dreifach verglaste Kunststofffenster und man hat eben überall auch schon Rollläden bzw. hinten Lamellenjalousien mitlaufen. Teilweise gibt es auch integrierte Mückengitter, da müsst ihr auch immer darauf achten, dass ihr das bei der Planung berücksichtigt, dass das nachher zwischen Jalousie und Fenster auch wirklich passt, aber auch das schauen wir uns jetzt drin an. Besonderheit ist gleich schon diese Eingangstür, die ist 2,40 Meter hoch fast. Das ist natürlich was Besonderes. Wir haben hier so eine Mischung aus Industrial Style und einem sehr schönen Farbkonzept. Da passt es natürlich sehr gut rein. Von der Geschosshöhe habe ich euch ja gesagt, war es den Bauherren wichtig, 3 Meter Geschosshöhe zu haben. Daraus resultieren hier 2,85 Meter lichte Raumhöhe. Im Bereich der offenen Galerie sind es dann 5 Meter, denn der Kniestock unter der Traufe sind nochmal 2 Meter, sodass es oben wirklich ganz gut diese Flachdachoptik gibt. Wir haben hier auf dem Boden das Eiche-Parkett. Fußböden und Holzarbeiten war übrigens auch was die Bauherren rausgenommen haben, weil sie in der Familie selber jemanden haben, der das toll machen kann und auch wirklich sehr schön gemacht hat hier mit diesen flachen Anschlussleisten. Und sie haben sich bewusst entschieden, das Eiche-Landhaus-Stile-Parkett bis an den Eingang zu ziehen. Wenn es halt nass ist, ist jetzt hier dieser Läufer. Sie wollten kein fest eingebautes Abstreifgitter, weil man das natürlich dann auch mal wegrollen kann, dann sieht es hier schöner aus. Die Klino-Optik war ganz wichtig. Unter anderem sieht man das hier auch an der Decke. Da gibt es jetzt diese versenkten Einbaustrahler. Das ist in so einer Betondecke tatsächlich nicht so einfach. Das muss von Anfang an eingeplant werden. Da werden dann in der Schalung schon solche Kästen ausgespart. Kostet etwa 250 € pro Strahler Aufpreis. Und wichtig ist, dass man von Anfang an dran denkt. Hier haben sie es jetzt so gemacht. Drüben sieht man teilweise auch Aufsatzstrahler, weil wenn man es hinterher machen will, muss man natürlich dann gucken. Und hier gibt es so ein schönes Akustikpanel, das ist diese Eichestäbe mit dem dunklen Hintergrund, weil natürlich in diesen hohen offenen Räumen sonst auch irgendwie relativ viel Hall da ist. Wir können hier schon sehen an diesem schicken Taster, es war den Bauherren total wichtig, dass man nicht überall so eine Schalterbatterie hat. Dass es hier tatsächlich ein kabelgebundenes, also ein KNX Smart Home System gibt. Dafür kann man sehr viel Geld ausgeben und das war schon so ein bisschen zweischneidig, weil man es nicht selber
programmieren kann. Das heißt, wenn man was umprogrammiert haben will, muss man immer sozusagen an die Firma gehen in diesem Fall oder sich die Software kaufen. Sehr schick ist natürlich, dass man einen Taster mit vielen Funktionen belegen kann. Das heißt, die Jalousien, das Licht, kann da alles draufgelegt werden. Jetzt gucken wir ganz schnell in diese Schleuse, weil ich es eben erwähnt habe. Die Diele sind etwas über 15 Quadratmeter und die Schleuse sind nochmal 15,4 Quadratmeter. Das heißt, die Diele kann immer aufgeräumt aussehen. Und hier gibt es dann einen Schuhschrank, auf der Seite eine große Garderobe und da hinten die direkte Verbindung zur Garage, was natürlich super praktisch ist. Und hier seht ihr jetzt die 2 Stufen. An einer Stelle muss man sie unterbringen, aber in diesem Raum, weil es jetzt eben so ein Nebenraum ist, stört es überhaupt nicht. Und jetzt schauen wir uns mal den großen offenen Wohn-Ess-Kochbereich an. Toll ist natürlich diese Abtrennung im Industrial Style. Das ist eine Metallkonstruktion, also kein Kunststoff. Ein Riesenteil, fast 3 Meter mal 2,50 Meter. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, sowas einbauen zu lassen. Da haben sich die Bauherren durchgesetzt. Sie haben viele Sachen rausgesucht und ihrem Generalunternehmer dann gesagt, baut mir das bitte so ein. Und das hat an vielen Stellen sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind jetzt schon in diesem fantastischen Wohn-Ess-Kochbereich, insgesamt 57,5 Quadratmeter. Es gibt noch eine tiefer liegende Ebene, die wir uns gleich anschauen. Und das Schönste ist natürlich dieser wunderbare Ausblick in das Naturschutzgebiet da gegenüber. Es ist also grün, man schaut ins Grüne und hat einen unverbaubaren Ausblick. Was man jetzt hier auch schon sehen kann, das erwähnte Farbkonzept. Es gibt hier überall Rosé und dieses wunderschöne Salbeigrün, das wir unter anderem hier schon an der Rückwand sehen. Ich werde euch immer wieder darauf hinweisen, wenn wir da vorbeikommen und wenn ihr da Farbnummern, Fliesennummern oder sowas wissen wollt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Jetzt sind wir schon im Kochbereich. Es war den Bauherren sehr wichtig, dass da obenrum eben zu schließen, dass da diese Rahmenoptik entsteht, diese dunkle Küche in Anthrazit. Auch wenn man da oben natürlich nur drankommt, wenn man einen Tritt hat. Da stehen einfach Sachen wie zum Beispiel das Raclette, was man vielleicht nur 2-mal im Jahr braucht. Und von der Planung ist es hier sehr großzügig, dass auch mehrere Leute hier arbeiten können. Der Abstand um diesen freistehenden Tresen ist hier 1,20, hier auch 1,20. Zur Scheibe hin 1 Meter. Wir haben hier 1,16 mal 2 Meter, sodass hier also auch wirklich viel Platz ist. Dann auch das Kochfeld mit dem Abzug nach unten, sodass hier oben eben nur diese sehr schicke Beleuchtung hängt. Und hier ist jetzt sozusagen die Küchenrückwand an der Seite. Ganz wichtig war den beiden, dass man hier 2 Backöfen hat. Der eine hat noch eine Airfryer und eine Dampfgarer oder eine Dampfgarerfunktion und der andere ist Backofen und Mikrowelle. Und sie sagen, es ist natürlich super, wenn man zum Beispiel Flammkuchen für Gäste macht, einfach 2 Backöfen zu haben und Dinge parallel machen zu können. Hier hinten ist dann eben auch nochmal ganz wichtig, diese Beleuchtung gleich zu integrieren. Das heißt, man braucht da auch nochmal einen Lichtanschluss, auch nochmal einen weiteren Anschluss mit Dauerstrom, falls man hier noch irgendwas beleuchtet haben möchte, wie zum Beispiel da vorne diese beiden Schränke mit den Glastüren, was sehr schön ist. Hier ist das Ganze jetzt 65 cm tief. Es gibt hier nochmal natürlich einen Spüler und diesen Wasserhahn, der gleichzeitig auch Sprudel- und Heißwasser, also kochend Heißwasser liefert. Hier gibt es nochmal eine Schublade mit einer Brotschneidemaschine drin. Wenn man sowas haben möchte, eben dran denken, dass dann da hinten auch eine Steckdose sein muss. Und was ich besonders schön finde, ist jetzt diese sehr große Festverglasung auf die Terrasse. Das ist jetzt hier, wenn ich mich richtig erinnere, etwa 1,80 mal 2,46 Meter. Das ist auf jeden Fall die korrekte Höhe. Wir hatten ja eine lichte Raumhöhe von 2,85 und dann müsst ihr auf jeden Fall diese ganzen Fenstertüren auch erhöhen, sonst sieht das total knotschig aus und es ist einfach von der Proportion hier sehr gelungen. Wichtig ist eben auch in diesem Küchenblock an Steckdosen zu denken. In dem Fall sind es 2. Das sind jetzt diese hier, die sich dann so Push to Open umdrehen, damit man da eben auch mal was pürieren kann oder
eine Küchenmaschine noch hinstellen kann. Und hier gibt es jetzt den Austritt auf die 42,5 Quadratmeter große Terrasse. Da ist jetzt die eben erwähnte Fliegentür zum Einsatz gekommen, die übrigens nach innen und nach außen aufschwingen kann, was sehr praktisch ist. Auch die wurde jetzt nicht standardmäßig mitgeliefert, sondern haben sie sich extra kommen lassen. Und wir schauen einmal drauf, weil diese Terrasse so wunderschön ist. Diese Terrasse ist 10 Meter mal 4,25 Meter. Hier kann man also richtig was mit anfangen. Und was ich schon sehr nett finde, ist, dass zum Beispiel jetzt hier nicht so ein hässliches Gitter ist, sondern dass diese sehr, sehr großen Feinsteinzeugfliesen hier einfach mit diesem Gitter da so reingeschnitten sind. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, finde ich total schön. Hier haben wir wieder das WPC an der Wand. Natürlich wurde hier auch schon an die Außensteckdosen und die Lichtauslässe für die Außenbeleuchtung gedacht. Da oben ist ein Dauerstrom, da soll noch eine Kamera hinkommen. Und hier gibt es einen Außenwasserhahn, damit eben auch die Terrasse gut bewässert werden kann. Das ist ein Trinkwasserhahnanschluss. Die anderen Außenwasserhahnanschlüsse sind Regenwasser, denn es gibt eine 12.000 Liter Regenwasserzisterne vorne und ein Wasserkraftwerk unten im Technikraum. Das war unter anderem Vorschrift. Die Brüstung ist hier übrigens in Verbundsicherheitsglas gemacht und das ist Schwarzglas. Und weil das zu dunkel und zu durchsichtig gewesen wäre, ist die mittlere Scheibe so eine Milchglasscheibe. Dadurch wird das Ganze ein bisschen undurchsichtiger und es bekommt genau den Anthrazitton, der sich mit diesem RAL 7016 wunderbar verbindet. Hier sieht man jetzt dieses Dach, das da noch ein bisschen vorgezogen ist, damit man eben von der Seite jetzt diese gewünschte Flachdachoptik hat. Das Ganze ist bekiest. Man könnte da vielleicht später auch von oben mal noch einen Austritt machen. Und ganz wichtig ist dieses Dach eben auch, damit man vom oberen Dach, da seht ihr nämlich, ist wegen dieser besonderen Dachflächenfenster die Regenrinne unterbrochen, einfach auf dieses Dach entwässern kann und dann dieses Dach eben komplett zur Seite entwässert, sodass man da oben nicht die Regenrinnen durchlaufen hat vor diesen Fenstern, die sozusagen da durchgehen. Wie das von innen aussieht, schauen wir uns gleich an. Jetzt gucken wir erstmal noch den Wohnbereich an. Hier drin geht es jetzt weiter mit diesem Sitzfenster. Wir haben schon gesehen, von außen ist es einfach eine Festverglasung, die in der Fassadenebene sitzt. Und da hat eben der Schreiner, der hier die Fußboden- und Holzarbeiten, also auch die Treppengeländer und die Holzstufen auf den Treppen gemacht hat, einen Rahmen drumherum gebaut. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Lösung, das auch mal so abzuschrägen. Wenn man jetzt keinen Stauraum drumherum braucht, wirkt es so viel leichter und man hat von der Seite auch den Blick trotzdem nach draußen. Das ist etwa 1,80 mal 1,80. Dann haben wir hier 50 cm Tiefe, die läuft aus auf 17 cm oben. Die Sitzhöhe ist 52 cm. Das ist eine sehr angenehme Höhe, damit könnte man sogar am Tisch sitzen. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, seht ihr schon, das Wohnzimmer hat was ganz Besonderes. Erstens gibt es hier zum ersten Mal beziehungsweise diese wunderschöne grüne Wandfarbe. Wenn euch die Farbnummern interessieren, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es ist nämlich gar nicht so einfach, diese Farbtöne immer wieder hinzukriegen im ganzen Haus. Und dann haben wir hier eine Galerie, die noch 2,95 Meter breit ist und wo man wunderschön durch diese Verglasung rausschauen kann. Fernsehen tut man unten, das ist der private Wohnbereich, den wir uns gleich anschauen. Jetzt vielleicht hier nochmal ein Ding dazu. Es gibt hier einen großen Öffnungsflügel. Davor muss dann natürlich diese Glasbrüstung mit eingelassen sein. Da ist auch gleich schon ein Mückengitter davor, dass da nichts reinfliegt. Und es gibt in dem Haus eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Wir haben in den Decken hier teilweise schon die Zu- und Abluft gesehen. Im Übrigen gibt es eine Fußbodenheizung. Die Technik schauen wir uns gleich unten an. Sehr schön hier auch wieder die Details mit dem Stahlgeländer und wie das da befestigt ist und dass eben der Handlauf hier oben auch wieder in Eiche ist. Dann gibt es hier noch was Besonderes. Das ist praktisch so eine Absturzsicherung. Die kann man hier oben arretieren. Dann kann man sie eben rausziehen und an der Stelle einhängen. Und damit man diese Konstruktion überall festmachen kann, sind jetzt hier partiell eben auch im gleichen Holz von
Schreiner nochmal so besondere Befestigungsdinger gemacht, die man später wieder abbauen kann. Da gibt es auch noch andere Treppenstellen, wo es ein bisschen komplexer war. Das Ganze kann man dann hier so arretieren, dass es eben gespannt ist und wirklich auch schützt vor Durchfallen und es eben dann auch festzieht, dass es nicht einfach wieder aufzumachen ist. Und jetzt schauen wir mal, wie der private Wohnbereich da unten aussieht. Das untere Wohnzimmer hat nochmal 24 Quadratmeter und ihr seht schon diese wunderbare Glasfront. Hier gibt es eine Hebeschiebetür, wo man dann schwellenfrei auf die untere Terrasse rauskommt. Das sind jetzt 1,45 mal 2,54. Das ist auch die maximale Größe für so eine Hebeschiebetür in Kunststoff. Wenn es größer wird, wird es dann Holz, Alu und wahnsinnig teuer. Aber das muss ja auch so passen, dass das hier mit der Treppe gut hinkommt und ich finde, das ist sehr, sehr schön gelöst. Man muss natürlich darauf achten, dass man da so einen Schalter zum Runterkommen in einer ungewöhnlichen Höhe hat. Da oben gibt es auch nochmal Steckdosen in einer ungewöhnlichen Höhe. Sagte mir der Bauherr, ist, wenn man da mal Weihnachtsbeleuchtung irgendwas installieren oder einstecken möchte. Natürlich ist auch das Putzen dieser Fenster ein Thema. Die Bauherrin sagte mir, sie hat so einen Fensterputzroboter, das funktioniert wohl hervorragend, das da einfach dann mit der Leiter unten anzusetzen und dann putzt der da. Diese Festverglasungen auf der Seite haben übrigens eine Breite von 70 Zentimetern und die lichte Raumhöhe in diesem Bereich hier unten sind dann 2,54 Meter. Hier gibt es eine nette Idee, die Akustik in diesem großen offenen Raum zu verbessern. Einfach ein Standardschrank von dem bekannten schwedischen Möbelhaus. Da oben dieses Kunstfell selber draufgeklebt, was sich nicht nur total schön anfühlt, sondern dem Ganzen auch so einen edlen Charakter gibt. Auch diese Paneele hier, diese Stoffpaneele an der Wand sind nicht nur schön, sondern haben auch ein bisschen einen akustischen Nutzen. Und ich finde es einfach total klasse, dass man die zufällig genau in der Farbe bekommen hat, die man hier auch an der Wand hat. Und man kann hier auch mal so sehen, das Farbkonzept Altrosé bzw. Orchidee und dieses Lind- oder Salbeigrün, wie gut das matcht. Und jetzt schauen wir mal, was dieser besondere Keller noch alles zu bieten hat. Hier gegenüber gibt es ein privates Fitnessstudio mit 28,3 Quadratmetern. Wunderschön natürlich auch hier der Zugang zur Terrasse und diese große Festverglasung, dass man mit Blick ins Grüne trainieren kann. Hier nebendran kommt jetzt der Technik- und Hauswirtschaftsraum, der mit 19 Quadratmetern wirklich sehr, sehr groß bemessen ist. Trotzdem wurde es hier schon sehr, sehr voll. Man hat hier nicht nur die Netzwerkanschlüsse, die Verteilerkästen für Smart Home System, sondern eben auch Waschmaschine und Trockner. Dann die Warmwassergeschichte, die Wärmepumpe hier. Das ist ein Gerät, das komplett innen aufgestellt ist. Dadurch ist es größer, nimmt aber halt oben nicht irgendwo nochmal Platz weg. Dann gibt es hier nochmal so eine Weichwasseranlage, weil das Wasser hier sehr kalkhaltig ist. Und warum wir hier eigentlich Lüftungsanlage durchgehen, ist dieses kleine WC da hinten, das nämlich 15.000 € Extrakosten verursacht hat, weil es ursprünglich vergessen war. Hier geht es raus durch die Garage, durch den Garagenkeller zur Sauna, zur Außensauna und zum Pool. Dann hat man sich überlegt, nachträglich so eine kleine Toilette hier unten wäre toll. Dann muss man nicht immer hochlaufen. Man brauchte dann aber so eine elektronisch gesteuerte Rücklaufklappe, die jetzt hier sitzt und musste da im Nachhinein nochmal durch Beton bohren. Und das waren wirklich Mehrkosten, wo die Bauherren sagten, dass so eine kleine Änderung, wenn sie zu spät kommt, so viel Geld kostet. Das war ein bisschen ärgerlich und das hätten sie gerne vorher gewusst. Jetzt haben wir hier unten noch ein Arbeitszimmer und ein zweites Arbeitszimmer, das auch Gästezimmer ist. Das ist sehr, sehr schön. Das sind nochmal knapp 15 Quadratmeter. Hier arbeitet die Bauherrin und das Tollste an dem Zimmer ist diese Rückwand. Das ist eine individuell konfigurierte Fototapete. Die wäre eigentlich rot gewesen und man hat sie sozusagen individuell angepasst, auch auf diesen Roséton. Sie hat also, wenn sie im Teams-Meeting sitzt, immer gleich einen schönen Hintergrund. Und wenn euch das interessiert, wo es diese Tapeten gibt, wir haben nämlich oben auch noch mal ein paar sehr, sehr schöne, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Und jetzt gucken wir mal, wo das Gästebad ist. Zu diesem Gästezimmer, das ist nämlich ein Stockwerk höher.
Gästebad ist in der Eingangsebene und weil es eben auch als Saunabad für die Gartensauna benutzt wird, ist es mit 9,5 Quadratmetern etwas größer. Es gruppiert sich um die Treppe rum, ist deshalb so L-förmig, was gar nicht schlecht ist, weil da hinten die Dusche verschwindet. Brüstungshöhe ist hier 1,70 Meter und das Fenster ist 2 Meter breit. Da kommt viel Licht rein und da kann von der Nachbarschaft wirklich keiner reingucken. Und das ganz Besondere an diesem Bad sind natürlich diese wunderschönen Fliesen, hier in Fischgrät verlegte Metro-Fliesen, einmal in diesem Grünton, auf der anderen Seite in Rosé. Und lustige Geschichte, als die Bauherrin dieses Farbkonzept im Fliesenleger vorgestellt hat, hat er gesagt, nee, das meine ich. Das ist ja furchtbar, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und nachdem er dann aber die Muster hier vor Ort hatte, hat er gesagt, okay, das kann richtig cool werden und ich finde, das ist auch richtig cool geworden. Hier ist also nicht nur die Rückwand gefliest, sondern man hat dieses Rosa auch noch ein Stück darum gezogen, was einfach super schön ist, wenn man von da guckt. Dann gibt es hier diese halbhohe Schamwand, die Spritzschutz nochmal für dieses Regal und ein bisschen Sichtschutz bietet. Hier hat man eben darauf geachtet, dass man die Fliesen möglichst nicht schneiden muss. Das heißt, diese 60 x 60 Feinsteinzeug passt hier zweimal hin, ist genau die 1,20 Höhe auch von der Vorwandinstallation, weil man eben hier auch mal sich nach der Sauna irgendwie ein bisschen gemütlicher aufhalten möchte, gibt es hier auch noch Platz für einen Sessel. Jetzt schauen wir uns die Schlaf- und Privaträume im Obergeschoss an. Offene Galerie hier oben sind 11,5 Quadratmeter. Von der Höhenabwicklung kann man jetzt hier sehen, der Kniestock sind 2 Meter. Das war eben die maximal zulässige Traufhöhe. Und da das jetzt ja für das komplette Geschoss nicht gereicht hätte, hat man sich für dieses flach geneigte Satteldach entschieden. Insgesamt ist dann hier die lichte Höhe auch noch 2,65 Meter, also etwas höher als normal. Und hier hinten haben wir noch mal eine kleine Abstellkammer, ebenfalls um diese Treppe rum sortiert, so ähnlich wie das Gästebad unten. Und hier gibt es zwei absolut gleich große, 16 Quadratmeter große Kinderzimmer, die eine sehr, sehr schöne Belichtungslösung haben. Sehr viel Licht bringt diese besondere Dachfensterlösung hier rein. Das war ursprünglich nicht so geplant. Die Bauherrin sagte mir, hier würde ja der Ringanker durchlaufen, wo die Dachsparren aufliegen. Dann hätte da nur so ein schmales Fensterband hingekonnt. Das wollte sie nicht und sie hat dann selber recherchiert und diese Lösung vorgeschlagen. Das war jetzt erst auch nicht so, aber dann hat man sich doch entschieden, das so zu machen. Das verursacht natürlich Mehrkosten, weil dieser Ringanker jetzt an der Stelle unterbrochen ist und das ist eben auch die Sache, wo die Entwässerung dann nicht durchlaufen konnte. Deshalb war es gut, dass man hier jetzt einfach auf dieses darunter liegende Kiesdach entwässern konnte, denn ursprünglich hätte der Hersteller jetzt vorgeschlagen, diese Dachrinne da durchlaufen zu lassen. Das muss natürlich von außen verschattbar sein. Hier gibt es jetzt oben für das Dachfenster eine außenliegende Jalousie und an der Stelle gibt es hier so ein innenliegendes Teil, weil natürlich an der Kehre jetzt kein Platz für eine außenliegende Verschattung wäre. Das Ganze ist jetzt auch in Weiß, die anderen Fenster sind in Anthrazit, sagte die Bauherrin. Finde ich aber so ganz schön, weil sie es als Gesamtlösung in die weiße Wand sehr gut einfügt. Hier haben wir dann ein normales Fenster in Anthrazit. Da ist dieser Querkämpfer genau auf 90 cm Höhe. Da hat man auch gleich die Absturzsicherung. Hier oben die Öffnungsflügel sind dann 1,20 hoch. Die Breite ist 1,40, sodass hier wirklich wahnsinnig viel Licht reinkommt. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt wieder so eine schöne individuell konfigurierte Tapete. Wir sehen es auch noch mal drüben im Schlafzimmer und hier könnt ihr sehen, der Bauherr wollte gerne für die Schlafräume so mobile Klimageräte, also echte Klimaanlagen, die auch entfeuchten. Da sieht man auch den Auslass von der Lüftungsanlage. Ob man es brauchen wird, wird jetzt der erste Sommer zeigen. Jetzt schauen wir uns schnell das Kinderbad an. Das Kinderbad hat 4,5 Quadratmeter, liegt jetzt hier.
Man sieht schon, hier ist jetzt die Brüstungshöhe 90 cm. Da hat man jetzt hinterher schon so eine Folie draufgeklebt, damit da eben von der Straßenseite niemand reingucken kann. Und hier sieht man jetzt eben auch, das wäre jetzt eben die Höhe von diesem Ringanker. Und dann kann im Bad dieses liegende Fenster natürlich wunderbar zum Einsatz kommen. Sehr schön ist auch hier die bodengleiche Dusche und diese rosafarbene Fliese. Und auf der anderen Seite dieser Spiegel, der nicht nur Licht hat, sondern auch diese Reizfunktion, wenn der dann geschlagen ist, dass der sofort wieder frei ist. Und jetzt schauen wir gegenüber in die Ankleide und das Elternschlafzimmer. Den privaten Elternbereich betritt man durch die Ankleide, die 12 Quadratmeter groß und eine wirkliche Offenbarung ist. Der Bauherr sagte mir schon, sie ist zu klein. Er hat allerdings diese Seite, wo der Durchgang und die Lüftungsanlage ein bisschen Platz wegnehmen. Die Bauherrin nimmt diese Seite und hier sieht man jetzt diesen besonderen Roséton Orchidee. Das hat ein Schreiner natürlich auf Maß angefertigt mit dem großen Spiegel und dem Tageslicht da oben drüber. Ist das wirklich der optimale Raum, um Kleidung und Farben aufeinander abstimmen zu können. Und hier geht es dann weiter. Im Schlafzimmer sind es dann nur 13,5 Quadratmeter. Hier hat man sich auch für eine Einbaulösung entschieden, nämlich ein großes, breites Familienbett, wo dann hinter diesem Kopfteil unsichtbar nochmal Schalter und Steckdosen sind, dass man eben die ganzen Sachen, die hier geschaltet werden können, auch hinten vom Bett aus nochmal schalten kann. Damit man jetzt eben nicht gesehen wird, wo man vom Schlafzimmer ins Bad geht, es gibt ja in der Galerie die großen Glasflächen, ist es jetzt in diesem hinteren Bereich extra so, dass man da keine tiefen Brüstungen hat. Hier haben wir 90 cm, da 1,50. Man kann da wunderschön rausgucken, ohne dass Nachbarn reingucken können. Und das Bad sind insgesamt 12,3 Quadratmeter und hier gab es jetzt wirklich dieses Thema, dieses Farbkonzept nochmal durchzuziehen. Das ist ein Standard-Badschrank, der dann selbst foliert worden ist und diese Farbe gab es aber auch nicht fertig als Folie. Die hat dann, es war ein Familienmitglied, tatsächlich dieser jemand mit dem Farbcode selbst bedruckt und dann hier den Wäscheabwurfschacht, der durch alle Geschosse durchgeht und dann diesen Schrank und auch diesen Schacht damit foliert. Das ist übrigens eins von den Dingen, die schiefgegangen sind. Das ist dieses vergessene Leerrohr für die Photovoltaik. Da hat tatsächlich in der Planungsphase niemand dran gedacht, weil es eben nicht vom Haushersteller kam, die Photovoltaik. Und die mussten dann quasi hier einmal durch diese ganzen Betondecken bis nach unten durchbohren und das hier später verkleiden. Aber mit dieser kleinen Sitzbank ist es wirklich sehr gut gelöst. Die Bäder waren was, wo die Bauherren gesagt haben, einziger Punkt, wo sie wirklich gar nicht mit dem Standard hingekommen sind. Da haben sie insgesamt 35.000 € aufbemustert plus die Fliesen, die kamen da auch noch mal dazu und es ist jetzt wirklich sehr schön geworden, aber es ist jetzt nicht mit goldenen Wasserhähnen versehen. Ganz toll sind natürlich diese schicken, eleganten Aufsatzwaschbecken, das ist wirklich was Besonderes. Dann haben wir hier die mattschwarzen Armaturen, die aus der Wand kommen. Da ganz wichtig, es ist hier sehr kalkhaltiges Wasser. Ohne die Weichwasseranlage im Keller wäre das hier mit Kalkflecken, mit so dunklen Armaturen ganz blöd. So ist es überhaupt kein Problem. Die Wanne ist ein bisschen versenkt, die steht also praktisch auf dem Rohfußboden, dadurch ist der Einstieg gut und auch da sagte die Bauherrin, das sieht nach Standard aus, ist aber kein Standard. Die Standardwanne hätte den Ablauf am Rand gehabt, dann sitzt, wenn man da zu zweit mit Kind sitzt, immer einer auf dem Ablauf und allein dieses Versetzen oder diese Wanne mit dem Ablauf in der Mitte hat 600 € Aufpreis gekostet. Das sind einfach so Dinge im Bad, kann man wahnsinnig schnell viel Geld versenken. Eine besondere Lösung ist diese super lange Dusche hier. Das sieht man jetzt nicht so oft. Die ist 90 cm breit und ist sehr, sehr lang, fast 2 Meter. Da bräuchte man natürlich jetzt vom Spritzschutz hier keine Glasabtrennung. Das ist einfach eine Sache, dass es dann da drin wärmer bleibt, wenn man hier einfach zumachen kann. Und auch hier mit dieser reingefließten Stufe da hinten, das ist einfach sehr angenehm. Da kann man sich mal setzen, da kann man mal die Füße hochstellen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Lösung.
Jetzt haben wir alle Räume in diesem Massivhaus am Hang gesehen. Wenn ihr euch die Grundrisse anschauen wollt, habe ich euch wie immer in die Videobeschreibung einen Link in unsere Hausdatenbank gesetzt. Hier habe ich euch noch ein paar andere Videos eingeblendet und wenn ihr insgesamt noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.